Seit Jahren gibt es eine emotional geführte Debatte darüber, ob Kinder geimpft werden sollten oder nicht. Hat sie einen guten oder einen schlechten Einfluss auf das Immunsystem oder auch auf die Neurodermitis und Ekzeme? Was ist, wenn ein Kind allergisch ist auf einen der Inhaltsstoffe in den Impfstoffen? Wenn Patienten die ersten Symptome einer Neurodermitis entwickeln, ist es zufälligerweise etwa zur gleichen Zeit, wenn Kinder zum ersten Mal geimpft werden. In epidemiologischen Studien konnte aber gezeigt werden, dass das nur ein zeitlicher Zusammenhang ist und keinesfalls ein kausaler. Schübe können durch gängige Viruserkrankungen, also wie Erkältungen, ausgelöst werden. Daher kann eine Impfung schon auch mal einen Neurodermitis-Schub auslösen. Aber allein die Chance darauf sollte nicht Grund genug dafür sein, notwendige Impfungen eben nicht durchzuführen. Es kann aber dann sinnvoll sein, während eines akuten Schubes nicht zu impfen, sondern abzuwarten, bis der vorüber ist und dann diese Impfung nachzuholen. Als potenzielle Allergene kommen Zusatzstoffe in den Impfstoffen in Frage oder aber auch Eiproteine. Aber selbst für bekannte oder nachgewiesene Eiallergiker ist das Risiko einer allergischen Reaktion allenfalls marginal. Im Allgemeinen können auch sie bedenkenlos geimpft werden. Wenn dein Arzt oder deine Ärztin aber ein hohes Reaktionsrisiko sieht, kann es ratsam sein, nach der Impfung eine Nachbeobachtungszeit in der Praxis einzulegen. Auch wenn ein Risiko insgesamt sehr gering ist, haben wir zum Glück den Fall, dass die Menge an Eiprotein in den Jahren immer weiter runtergegangen ist. Die höchsten Mengen finden wir heute noch in Grippeimpfungen oder auch bei der Impfung gegen Gelbfieber. Eine Impfung gegen Windpocken wird für Kinder und Jugendliche grundsätzlich empfohlen. Bei Erwachsenen mit Neurodermitis, die noch nie Windpocken hatten, sollten sich auch impfen lassen, um schwere und auch hochkomplizierte Krankheitsverläufe zu verhindern. Obwohl die Resorption von Elidel minimal ist, wird empfohlen, Elidel oder Protopic nicht im Impfgebiet aufzutragen. Also wenn jetzt hier geimpft wird, hier erstmal aussparen vor der Impfung. Alternativ kannst du die Impfung, die du brauchst, durchführen lassen, wenn du Elidel und Protopic gerade nicht benutzt. Das ist ein kompliziertes Thema. Wenn du oder dein Kind an einer schweren Form der Neurodermitis leidest und eine systemische Therapie benötigst, sollte der Impfstatus vor Beginn der Therapie einmal aufgenommen werden. Während der systemischen Therapie ist es immer noch möglich zu impfen, aber das muss man dann vorher mit deinen Ärzten eben besprechen, welche Impfstoffe sicher sind und welche vermieden werden sollten. Es ist auch möglich, dass die Immunantwort auf bestimmte Impfstoffe in solchen Situationen vermindert ist. Das bedeutet, dass die Wirkung der Impfung vermindert ist und eben nicht so ganz großer Impfschutz dann besteht. Es wird empfohlen, dass du oder auch deine Kinder sich gemäß der Empfehlung der nationalen Impfkommissionen impfen lasst. Das ist in Deutschland die STIKO. Wenn dein Ekzem aufflammt, die Neurodermitis gerade ganz akut ist, kannst du aber auch in Rücksprache mit deinem Arzt die notwendige Impfung eben etwas aufschieben, bis sich die Haut wieder stabilisiert hat.